Zwei australische Brüder, die Mitte der 90er Jahre das Wordskaten komplett auf den Kopf stellten und zur Nummer 1 und 2 der Weltrangliste wurden. Am Höhepunkt ihrer Karriere fiel aber alles auseinander, sodass einer von beiden seine Freundin ermordete und sich das Leben nahm und der andere jahrelang im Knast saß. Das ist der Aufstieg und Fall von Ben und Tess Pappas. Tasu Mika Tess Pappas kam am 9. Februar 1975 in Melbourne auf die Welt und 3 Jahre später, am 13.05.1978, folgte Benjamin James Ben Pappas. Die beiden Brüder wuchsen in sozial schwierigen Verhältnissen auf und Tess beschrieb seine frühen Familienverhältnisse später als sehr dysfunktional. Außerdem sahen sie sich selbst als Bogans, der australischen Form von White Trash. Im Alter von 12 bzw. 10 Jahren kamen die beiden mit dem Skateboarden in Kontakt, nachdem sie tourende amerikanische Profis an einem Skatepark beobachtet hatten. Daraufhin fingen die beiden ebenfalls mit dem Skaten an und wurden innerhalb kürzester Zeit richtig gut darin. Da die Skate-Szene in Australien zur damaligen Zeit nur sehr klein war und es Down Under keine Möglichkeiten gab, mit dem Skaten genug Geld zu verdienen, entschieden sich beide, ihr Glück in den USA zu versuchen. Im Oktober 1990 reiste Tess zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten und begann bei verschiedenen internationalen Wettbewerben zu skaten. In dieser Zeit wohnte er mit anderen Skatern unter einer Rampe in Tampa. 2 Jahre später zogen dann beide gemeinsam mit ihrem Vater von Melbourne in die Vereinigten Staaten. Beide fuhren bei unzähligen Word-Contests mit und machten sich immer mehr einen Namen und wurden immer bekannter. Das Word-Skaten war Ende der 80er, Anfang der 90er fast komplett in der Irrelevanz verschwunden. Die beiden Brüder brachten aber wieder frischen Wind in die Word-Szene, da sie rebellisch waren, wilde Partys feierten und den Spirit des Street-Skatens mit dem Word-Skaten vermischten. Sie gehörten auch mit zu den ersten, die Fliptricks in ihre Runs einbauten, was damals außer vielleicht Danny Way kaum einer machte. Für die beiden schien alles perfekt zu laufen. Alles deutete darauf hin, dass sie den Allstars, allen voran Tony Hawk, endgültig den Rang ablaufen würden. Bei der Hard Rock Café Skateboarding Weltmeisterschaft 1996 gewann Tess das Finale trotz einer gebrochenen Rippe gegen Tony Hawk und die beiden Brüder belegten die ersten beiden Plätze der Weltrangliste. Der Höhepunkt der sportlichen Karriere der Pappas-Brüder markierte aber auch den Anfang des tiefen Falles. Die Partys wurden wilder und die konsumierten Drogen härter. Mit ihrer Art und ihrem Verhalten mussten die beiden dann feststellen, dass sie in der amerikanischen Skateboard-Industrie immer weniger Rückhalt bekamen. Auch musste ihr damaliger Sponsor XYZ Platinum aufgrund finanziell fragwürdiger Entscheidungen dicht machen, sodass die Haupteinnahmequelle der beiden Brüder wegfiel und sie schließlich zu einem großen Teil auf sich alleine gestellt waren. Ben hatte daraufhin die Schnauze voll von den USA und wollte zurück nach Australien. Bei seiner Rückreise nach Down Under 1999 wurde er am Flughafen verhaftet, weil er versucht hatte, 103 Gramm Kokain in seinen Schuhsohlen ins Land zu schmuggeln. Infolge der Verurteilung wurde ihm ein 3-jähriges internationales Reiseverbot auferlegt und sein Reisepass wurde beschlagnahmt. Die Verurteilung beendete seine Karriere als Profiskater, da er nicht mehr zu Wettkämpfen reisen konnte. Auf der anderen Seite der Erdkugel fand im selben Jahr ein Best Trick Word Contest statt, bei dem Tony Hawk den ersten 900 gestanden hat. Tess warf Hawk daraufhin vor, den Trick von ihm gestohlen zu haben und beschuldigte ihn, dafür verantwortlich zu sein, dass er an diesem Best Trick Contest nicht teilnehmen konnte. Dieser Wettbewerb ist vor allem in der Doku All This Mayhem ein großes Thema. Ich will darauf nicht näher eingehen, da diese Vorwürfe ziemlicher Schwachsinn sind, da Tess die Jahre davor mehr als genug Möglichkeiten hatte, den Trick als erster zu schaffen. Red hat dazu ein gutes Video gemacht, das verlinke ich in der Beschreibung. Wieder zurück nach Australien zu Ben. Er heiratete im selben Jahr und wurde 2 Jahre später wieder geschieden. In den Jahren darauf lebte er ein ziemlich unstetes Leben und wohnte bei Freunden und Verwandten. Tess gab in einem späteren Interview mal an, dass Ben deprimiert und frustriert über das Ende seiner Karriere war und daraufhin damit begann, Heroin zu nehmen. 2005 begann Ben dann eine Beziehung mit Lynette Phillips, die eine Ausbildung zur Drogenberaterin machte und selbst drogenabhängig war. Die beiden zogen zusammen, aber die Beziehung war turbulent und gewalttätig, da Ben sie körperlich missbrauchte. Im selben Jahr heiratete Tess eine Amerikanerin namens Colleen, die er beim Skateboarden kennengelernt hatte. Die beiden bekamen recht schnell 2 Kinder und Tess hat versucht, sich wieder mehr auf Skaten zu fokussieren, um genug Geld für seine kleine Familie aufbringen zu können. Leider begann er dann damit, Crystal Meth zu konsumieren, um die Schmerzen zu betäuben, die er sich bei Wettkämpfen zugezogen hatte. Durch die ständigen finanziellen Probleme und den Drogenkonsum zerbrach die Beziehung und er verlor den Kontakt zu seinen Kindern.
Am 24. Februar 2007 verschwand Lynette Phillips, die Freundin von Ben. Einige Tage später, am 2. März, wurde ihre Leiche, eingewickelt in eine Steppdecke, in den Dides Falls am Yarra River gefunden. Sie war mit einem Rucksack beschwert worden, der mit Hanteln gefüllt war. Eine Autopsie ergab, dass Lynette erdrosselt wurde. Ben wurde zum einzigen Verdächtigen, da er die letzte Person war, die mit ihr gesehen wurde, bevor ihre Leiche entdeckt wurde. Und die Steppdecke und die Hanteln, die bei ihrer Leiche gefunden wurden, konnten Ben zugeordnet werden. Wo er sich in den Tagen nach der Tat aufhielt, wusste niemand und die Polizei gab eine landesweite Fahndung nach ihm heraus, um ihn zu befragen. Am 3. März tauchte er dann plötzlich bei Dom Kekich auf. Am nächsten Morgen sprach Dom Ben darauf an, dass man Lynettes Leiche entdeckt hat und Ben sagte, er könne sich nicht daran erinnern, was am Tag ihres Todes geschah. Und er wisse nur noch, dass er auf einer Bank aufgewacht sei und dann eine große Menge Xanax genommen habe. Später am selben Tag verließ Ben das Haus seines Freundes und 6 Tage später, am 10. März, wurde seine Leiche unter dem Pier des Victoria Docks gefunden. Im Rahmen einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde später festgestellt, dass Ben für den Mord an Lynette verantwortlich war. Kurz vor diesen Vorfällen wurde sein Bruder Tess zu einer 2-monatigen Gefängnisstrafe in den USA verurteilt, weil er seine Noch-Frau körperlich angriff. Dazu kommt, dass er in einen Autounfall unter Drogeneinfluss verwickelt war und damit gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Vergehen verstoßen hat, was seine Abschiebung aus den USA zur Folge hatte. Während er in Haft saß und darauf wartete, nach Australien ausgeflogen zu werden, erhielt er einen Anruf von seinem Vater, der ihm mitteilte, dass Ben tot sei. Ein Moment, den er als das Traurigste, was er je gehört habe, beschrieb. Nach seiner Rückkehr nach Australien begann er wieder zu trinken und Drogen zu konsumieren und im Jahr darauf verstarb dazu auch noch sein Vater an einem Herzinfarkt. Da sich durch seinen Drogenkonsum eine hohe Schuldensumme anhäufte, kam er 2008 auf die Idee, nach Südamerika zu fliegen, um Kokain zu beschaffen, um dieses nach Australien zu schmuggeln. Er versuchte, die Drogen in Skateboard-Decks zu transportieren, da aber an seiner Kleidung Kokainspuren vorhanden waren und er voll drauf war, wurde er von den Behörden am Flughafen in Sydney abgefangen. Er kam daraufhin für 3 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Inhaftierung heiratete er ein zweites Mal, bekam ein weiteres Kind und nahm das Skateboardfahren wieder auf. Im Juni 2014 wurde die Doku All This Mayhem veröffentlicht, die das Leben der beiden Brüder zeigt und international sehr gute Resonanz erhalten hat. Diese Doku ist aber sehr einseitig, da sie nur die Sichtweise von Tess und seinen Freunden zeigt und die amerikanische Skate-Szene und allen voran Tony Hawk als das Böse darstellt und diverse Ereignisse und Aussagen entweder frei erfunden wurden oder aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Und das Ganze, obwohl Tess selbst noch gemeint hat, dass es 3 Seiten einer Geschichte gibt. Die eine Seite, die andere Seite und die Wahrheit. Vor allem die Geschichte um den 900 hat Tess, so wie es aussieht, sehr viele Jahre beschäftigt. Tony Hawk selbst gab in einem Transworld-Interview an, dass er das Thema nicht breit treten will, da nach all den Tragödien, die Tess in seinem Leben durchmachen musste, das Thema mit dem 900 das Unwichtigste sei. Im April 2014 konnte Tess schließlich dieses Thema dann endlich abhaken. Er war der 12. Skateboarder und der erste Australier in der Geschichte, der den 900er schaffte. Nach einem rasanten Aufstieg und einem tragischen Fall scheint es so, dass zumindest Tess mit allem so langsam seinen Frieden finden kann. Zitat: Alles musste passieren, damit ich lernen konnte. Dad musste sterben, Ben musste sterben, ich musste meine Kinder verlieren, ich musste gedemütigt werden, ich war zu wütend und ich musste verkrüppelt werden und auf die Knie gehen, um endlich zu begreifen, dass ich nicht das Sagen habe.